Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. In unserem Laboe-Urlaub haben wir uns natürlich nicht nur das U-Boot und das Ehrendenkmal angesehen, sondern auch die Promenade, den Strand und den großen Yachthafen. Und genau das zeige ich euch jetzt. Das ist doch ein super großer und breiter Strand. Hier gibt es viel Platz zum Spielen und es sind auch so einige Spielgeräte da. Ganz rechts sieht man ein Hallenbad. Wir gehen aber weiter Richtung Yachthafen und kommen vorher noch am Zentrum vorbei. Ja, und ein leckeres Softeis, das musste natürlich auch mal sein. Hier sieht man die Fußgängerzone, die geht Richtung Ortskern. Wir gehen aber weiter am Strand entlang. Der Name Laboe ist übrigens slawischen Ursprungs. In der ausgestorbenen Sprache Polabisch bedeutet er Schwan. Deshalb gibt es im Wappen auch einen Schwan zu sehen. Auf der Bühne wird sicherlich öfter mal etwas vorgetragen. Deshalb haben hier auch so einige Zuschauer Platz. Wir sind jetzt am Hafen angekommen. Dort gibt es auch eine Fähre, die die Leute einmal zum anderen Ufer rüberbringt.
Seit 1875 trägt Laboe den Zusatz Ostseebad. Hier kann man sich die Fähre mal etwas genauer ansehen. Erst hatten wir überlegt, da einmal mitzufahren, aber dann haben wir uns wieder anders entschieden. Es gibt hier wirklich viele Spielmöglichkeiten, auch eine Skaterbahn ist da, also Freizeitbeschäftigung, da findet man schon was. Wir machen uns wieder auf den Rückweg. In der Nähe von diesem Strandladen haben wir geparkt, direkt gegenüber vom Kurpark und von einem Minigolfplatz. Am nächsten Tag sind wir dann wiedergekommen. Allerdings war das Wetter dann nicht mehr so schön. Wie schon gesagt, der nächste Tag war leider ein bisschen trübe und stark bewölkt. Aber wir konnten zumindest die Fähre einmal ablegen sehen. Und sind dann auch weiter zum Yachthafen gegangen. Die Fähre hat abgelegt und so manch andere Boote kommen rein. Also im Yachthafen gibt es immer was zu sehen. Und so hat es mal 1924 ausgesehen. Geradeaus sieht man, dass ein zweites Lotsenboot gerade reingekommen ist. Ja, so ist hier immer wieder Betrieb.
Da hier eine Werft ist, mussten wir einmal um das Gebäude herumgehen, um wieder am Yachthafen zu sein. Hier kann man sich sogar Boote mieten. Wer da Spaß dran hat, kann sich hier sogar schwimmende Ferienhäuser mieten. Wir sind dann wieder zurückgegangen und konnten hier einen leckeren Fisch genießen und gleichzeitig konnten wir die großen Schiffe beobachten. Das war der zweite Teil von La Bœuf. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Zum Schluss gibt es wieder ein paar schöne Bilder zu sehen. Vorher möchte ich euch aber meine 5 Kanalmitglieder vorstellen. Der Ronny macht bei einem Megamarsch bis zu 50 Kilometer mit und gibt seine Erfahrungen gerne an andere Wanderer weiter. Rainer Dietzen, er zeigt gerne Wanderungen, Reisen und Kultur. Der Volker, er wandert gerne, begeistert mit vielen Informationen und eigenen Ideen. Bettina Westphal, sie ist gerne mit ihrer Drohne unterwegs und zeigt Natur und die schöne Landschaft. Der Martin, er wandert und teilt gerne seine Erlebnisse mit seinen Zuschauern. Alle 5 Personen sind in der 4K-Qualität unterwegs. Die passenden Links findet ihr in meiner Videobeschreibung. Schaut doch gerne bei ihnen vorbei, hinterlasst ein Abo, sie würden sich sehr darüber freuen. Ich darf mich nun von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr seid auch beim 3. Teil wieder dabei. Hinterlasst doch gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder wenn ihr noch nicht habt, ein Abo. Und damit sage ich Tschüss, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.